Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema Goldaktien stabil trotz leichten Goldrückgang. Disclaimer. Goldaktien stabil trotz leichten Goldrückgang. Die bergbaulastige Börse TSX in Kanada war heute geschlossen. Von dort gab es also keine Impulse. Gold und Silber in den USA waren heute etwas leichter. Goldaktien blieben aber stabil. Der Hui stieg um 1,26% auf 229 Punkte. Auch beim Hui sehen wir das Zyklustief im September 2022 und höhere Tiefs, die den positiven Trend anzeigen. Wenn der Anstieg beginnt, werden wir sehr wahrscheinlich wieder eine schnelle, kurze Rallye erleben, die nur wenige Monate andauert. In der jetzt bevorstehenden dritten und stärksten Welle könnte der Hui auf das Hoch von 2012 steigen, das sich bei 525 Punkten befindet. Wir orientieren uns jedoch auch nach der Saisonalität von Gold und Silber, die im Februar 2024 endet und den weiteren Anstieg sofort beenden und Korrekturmodus umschalten können. Wir halten nach wie vor an dem Szenario fest und können nur noch durch ein Black Swan-Ereignis wie dem Corona-Crash 2020 sehr kurz nach unten gerissen werden. Junior Penny Gold-Aktien haben aber auch keinen Platz mehr nach unten. Einige haben sich in den letzten Monaten, Wochen, Tagen bereits verdoppelt, verdreifacht oder mehr. Und wir wetten nicht gegen diesen Trend, den die meisten noch gar nicht erkannt haben. Ja, das war eine Abwärtsbewegung, also ein Anstieg, also ein getäuschter Anstieg, der dann in diese extremen Wasserfallbruch nach unten geendet hat, was viele Gold- und Silberanleger, natürlich Goldaktienanleger zum Verzweifeln gebracht haben. Vermutlich geht im nächsten Anstieg, sehen wir dieses alte Hoch. Und das würde dann darauf hindeuten, dass wir danach eine Korrektur kriegen. Also vermutlich ist es hier ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um Goldaktien zu verkaufen. Einfach nur wegen dieser Symmetrie. Aber Sie sehen, es geht hoch, es geht in Wellen hoch und Goldaktien, denen gehört in den nächsten 6 bis 8 Monaten die Show sozusagen. Wie gesagt, Beachtung finden sie immer noch nicht, weil es eben nicht gesehen wird, wie zunehmend mehr und mehr Penny-Gold-Aktien gekauft werden, sie sich teilweise schnell verdoppeln, 50% zulegen, etc. Aber es wird ziemlich bald für die breite Masse auch sichtbar sein. Ja, hier ein angehender Kupfer-Gold-Produzent aus Rumänien, allerdings extremes Risiko. Das ist ein Unternehmen, das sich in der Entwicklungsphase befindet und sich auf die Erschließung von Werten durch den verantwortungsvollen Entwicklung des Rowena Valley-Projekts, einer der größten Gold-Kupfer-Projekte Europas, konzentriert. Die Rovinj-Goldlagerstätte im Westen Zentralrumäniens ist die zweitgrößte in Europa und fasst etwa 400 Millionen Tonnen bestätigte Ressourcen mit 7 Millionen Unzen Gold, allerdings Low-Grade 0,42 Gramm pro Tonne und 1,4 Milliarden Pfund Kupfer. Es ist eine jährliche Produktion von ca. 150.000 Unzen Gold und 19 Millionen Pfund Kupfer angesiedelt. Es besteht hauptsächlich aus 3 Lagerstellen, Kolnik, Rowina und Ciresata. Das Hauptaugenmerk liegt auf die Erschließung der Lagerstätte Rowina und Kolnik, die durch die vorhersehbare und einfache Tagebautechnik betrieben werden. Ciresta bietet erhebliches zusätzliches Potenzial und wird den 17-jährigen Betriebszeit von Rowena und Kolnik bewertet. Ja, das ist deshalb extremes Risiko. Wie gesagt, es gab da einige Umweltprobleme, einige Genehmigungsstreitereien und wie gesagt, man kämpft da offensichtlich nach wie vor mit den Behörden. Nichtsdestoweniger, rein vom Chart, hat das im Grunde seinen Boden gefunden und ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass, wenn es zu höheren Gold- und Silberpreisen kommt und auch eine zunehmende Rezession in Europa
dass die Argumente Steuereinnahmen und Arbeitsplätze auch in Rumänien wieder mehr ziehen. Das ist denkbar und das ist dadurch eine gewisse Chance, dass diese Aktie sozusagen auch anziehen könnte. Und dann ist durchaus möglich, wenn sich das stabilisiert und der Goldboommarkt treibt, dass diese alten Hochs da erreicht werden und es Richtung 1 Dollar oder mehr marschieren könnte. Ich habe hier mal versucht, den Potenzialfaktor zu rechnen. Wie gesagt, das ist immer ohne das Kupfer, sondern nur auf die 7 Millionen Unzen Gold gerechnet. Und da habe ich bei Kranterisiko schon das sehr höchste Risiko genommen und das nochmal erhöht sozusagen. Ich habe da viel Potenzial rausgenommen. Also es ist theoretisch sehr interessant, wenn es dann tatsächlich durchgeführt wird. Aber deswegen, weil wir das nicht wissen und es natürlich von der Politik etc. da Einwirkung geben kann, ähm, muss man das als extremes Risiko betrachten. Aber ich wollte einfach nur zeigen, dass es eben auch in Europa sehr große, meiner Meinung nach sehr attraktive Projekte gibt und die Cashkosten sind in Rumänien auch nicht so hoch. Äh, könnte, sage ich mal, eine Aktie sein, die sich erholt und natürlich mit dem Goldboom dann überproportional profitieren würde. Wie gesagt, leider extremes Risiko, aber ich wollte Ihnen einfach nur mal auszeigen, was für Werte. Also das Ganze hat 12 Millionen Marktkapitalisierung, stellen Sie sich mal vor, aber 7 Millionen Unzen Gold und 1,5 Milliarden Pfund Kupfer. Ja, wollte ich einfach mal aufzeigen. Und wie gesagt, keine Kaufempfehlung, aber sicherlich mal ein Unternehmen, von dem man zumindest mal gehört haben sollte. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Das leiten wir ab aufgrund der Beobachtung der Charts aus den 1970er Jahren. Hier sehen Sie das. Ja, Gold ist dann wieder auch auf 200 Dollar rangeklettert. Da gab es dann eine große Korrektur, die sicherlich sehr viele Edelmetallinvestoren und auch sehr viele Goldaktieninvestoren total verunsichert hat, eben damit diese eben nicht an diesen extremen Bullenmarkt teilnehmen konnte. Damals ist dann eben Gold von 200 Dollar auf 850 gestiegen und dann kam es zu diesen extremen Goldaktienbewegungen. 5 Cent auf 10, 20, 30 Dollar. Das heißt, aus 1000 Dollar konnte man relativ oft 100, 200, 300.000 Dollar machen. Also absolut interessant. Ähm, das kann sich wiederholen. Es kann absolut sein. Und vielleicht geht es auch noch höher. Nur wir glauben das nicht, weil die haben natürlich also ich sage nur, das ist ein Teil, so keiner hat eine Kristallkugel, ist denkbar. Wahrscheinlicher ist aber, wir konzentrieren auf die Analysten und die sprechen eigentlich von 2400 Dollar bis Jahresende oder im ersten Quartal nächsten Jahres. Und das würde ja auch ausreichen, um eine extreme Goldaktien Bewegung auszulösen. Man muss eben wissen, damals konnte man die Goldaktien auch noch gar nicht derartig drücken sozusagen. Und ich nehme an, heute mit dem Einsatz der ganzen technischen Mittel und Derivaten, die sie haben, sind Goldaktien viel, viel, viel billiger als damals. Das wiederum würde dann dazu führen, dass wir gar keinen großen Goldanstieg brauchen und eine überproportionale Rallye zu haben. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Das ist eben der Anstieg, wie ich gesagt habe, auf 2400 Dollar, 40 bis 50 Dollar Silber, also sagen wir mal so 20, 30% Anstieg bei Gold, bei Silber natürlich mehr. In der Vergangenheit lässt sich beobachten, was zum Beispiel 30% Anstieg bei Gold ausgelöst haben. Damals hier 2016 ging es von 1050, 1360, 30% höher. Schöner Gewinn sozusagen. Aber vielleicht schauen Sie sich diese extremen Bewegungen von einigen Goldaktien an. Die stieg eben um 10.000% und nicht nur um 30%. Und das heißt, die waren damit 350 Mal besser als Gold. Das heißt, hätte man ein Tief, nur rein theoretisch zur Überlegung, im Januar eine Unze Gold sozusagen verkauft, also für Goldaktien gekauft und die dann im August, September oder wann das hoch war, wieder verkauft, hätte man für das Geld trotz höheren Goldpreis 79 Unzen erzielt. Man hätte also mittels einer Goldaktie aus einer Unze 79 Unzen generieren können. Selbstverständlich ist ein Extremfall, aber ich wollte Ihnen nur die Bedeutung, das generelle Prinzip
wie man über Goldaktien denken kann, aufzeigen. Es ist einfach ein Vehikel, um mehr Gold zum Beispiel zu schaffen. Ja, 2020 hatten wir ja diesen Corona-Einbruch und dann den darauf folgenden Goldaktienmarkt. Auch das war mehr oder weniger im guten halben Jahr abgefrühstückt. Da ging die Aktie hier von 2 Cent auf 40 Cent, also 2000%. Und und zum Beispiel Gold stieg auch nicht viel mehr als 20-30%. Also auch da war diese Aktie, Goldaktie, 100-mal besser. Und das ist eigentlich ein Fakt, der kaum bekannt wird. Aber natürlich setzt das richtige Timing voraus. Das Einzige, wir wissen ja nun nicht genau, wann die Tiefe ist. Wir haben keine andere Wahl, auch bei diesem Bullenmarkt, Penny-Goldaktien zu kaufen oder Goldaktien zu kaufen, zu verteilen, zu beobachten und sozusagen das durchwarten, bis dann doch die Marktbedingungen sich ändern und es zum Goldaktienbullenmarkt kommt. Der kommt in jedem Fall, aber die Leute finden natürlich den Läven, weil wir verschiedene Babybullenmärkte in der Vergangenheit haben und die Leute natürlich nicht ausgestiegen sind. Der jetzt kommende Goldaktienmarkt, der lässt ja auch schon einige Zeit auf sich warten. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Goldaktien sind im Verhältnis zu Gold extrem unterbewertet. Merkwürdigerweise fallen Goldaktien als Anlageklasse gegenüber Gold seit 1996, haben jetzt in jedem Fall den Boden gefunden. Da gibt es eigentlich nichts weiter, wo es runterfallen kann. Es kann eigentlich nur noch zurückschnappen. Und das tut es ja traditionell in diesen epochalen, eruptionalen Bewegungen. Wenn man damit genügend Penny-Goldaktien ist, werden nicht weniger auf $1 mehr gehen. Also das ist eben die Jahrhundertchance durch das Zurückschnappen sozusagen dieser Ungleichgewichte, die sich aufgebaut haben. Zusätzlicher Faktor ist, dass gerade Penny, Goldaktien, Junior, Explorationsaktien extrem unterbewertet sind zu Senior-Aktien. Und auch das kann sich eruptionsartig ausladen. Die können dann mit einmal höher bewertet werden als Gruppe, als Senior-Aktien. Und das ist natürlich, würde natürlich auch nochmal Druck auf die Bewertung von Pennygold-Aktien legen. Also eine ganz interessante Situation. Wirklich so billig waren Goldaktien eigentlich fast noch nie. Und deswegen muss man auch darüber sprechen. Und es wundert einen, dass diese Medien das Thema gar nicht aufnehmen. Ja, wie hat man 1970 optimal gespielt? Ich habe schon angedeutet, man hätte einfach verschiedene Goldaktien kaufen müssen, Silberaktien verteilen, beobachten, nachkaufen und so weiter. Man hätte vielleicht dann am Ende pro Aktie $50 investiert, was ja ungefähr heute 200 bis $300 sind. Man hätte das verteilen können auf 50 bis 100 andere Aktien und dann wären sicherlich einige Gewinner wie ein 100-Bäcker oder so dabei gewesen. Dann hätte man das einfach aussetzen müssen. Irgendwann kommt dann die Rallye, so wie sie auch jetzt kommen wird. Dann kommt die Euphorie, die hält dann noch eine Zeit lang ab und diese Euphorie muss man verkaufen, sprich Goldaktien, wenn solche Euphorie stattfindet. Hätte man das damals gemacht und dann diese Gewinne in Berkshire Hathaway investiert, also den Goldsektor komplett verlassen, hätte man bis 1999, also aus 1997, 78, $1 Million gemacht aus $50. Das ist natürlich unheimlich attraktiv, ohne viel an den Börsen agieren zu müssen. Einfach zwei strategische Entscheidungen treffen: einmal Goldaktien kaufen, einmal verkaufen und dann reinvestieren in Topfonds. Äh, und mehr nicht. Denken Sie, wie viel Stress, sage ich mal, das Trading oder der Handel von Einzelaktien bei den Leuten heutzutage auslöst. Und das bringt meistens keinen Effekt, aber wenn Sie sich überlegen, Sie wechseln einfach strategisch die Assetklassen, so wie Sie das jetzt hier machen können und es damals eben richtig gewesen wäre, kann man Vermögen aufbauen, ohne irgendeine Form von Stress zu haben. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Irgendwann steigen die Goldaktien. Das wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auch aus den Kanzleien der Regierung. Die sagen sich dann, ja, wie kann das denn sein? Die Aktionäre haben da unsere nationalen Ressourcen. Also es könnte dann drohen, Ressourcenverstaatlichung, Schwierigkeiten, Extrasteuern, whatever.
Das ist einfach eine Gefahr, der man sich bewusst sein muss aus den minenproduzierenden Ländern. Und natürlich auch unser eigenes Bankensystem war schon mal stabiler und auch da könnte es auch Bail-in und solche Geschichten werden diskutiert. Das ist sicherlich noch nicht in den nächsten Monaten schlagen, aber irgendwann könnte das sein. Und da bietet sich eben an, diese Gewinne vorher aus dem Bankensektor abzuziehen und zum Beispiel Sachwerte für zu kaufen, zum Beispiel mehr Gold und Silber. Was auch noch wichtig zu wissen ist, wir nähern uns einem ökonomischen Tief an. Ich nenne das einfach mal so. Damals 1980 hat ja eben der Goldpreis $850 erreicht, der Dow, also der Aktienindex, auch 850. Man trifft sich, hatte sich bei 1:1 getroffen. Und jetzt glauben ja viele, dass das jetzt wieder, sich wiederholt und sogar noch unterboten wird. Man kriegt für den für eine Unze Gold nicht nur statistisch ein Dow, sondern zwei, vier Dow oder mehr. Das ist natürlich eine derartige Vermögensvernichtung für Standardaktien und Immobilien werden sich da leider genauso verhalten. Also Immobilien, es ist einfach zu viel Kredit drin, es ist einfach zu hoch bewertet im Vergleich zu Gold. Auch das wird implodieren und 1980 zum Beispiel hat Mike Maloney rausgefunden, konnte man für 500 Silberunzen ein Haus kaufen. Damals waren das eben $25.000. ähm, wenn diese ökonomische Kontraktion, die sozusagen, die wir erwarten müssen, dann auch noch kommt, so wie die Statisten das hier zeigen, dann müsste es eigentlich in Zukunft für die Hälfte vielleicht sogar schon Standardhaus geben, also 250 bis 300 Unzen. Das kann man davon ableiten. Wie das dann im Einzelfall sieht, ist dann eine ganz andere Geschichte, aber das sind einige grundsätzliche Gedanken dazu. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also wir haben definitiv eine Goldbewegung bei Goldaktien. Die wird nicht lange anhalten. Ich nehme an, 6 bis 8 Monate. Dann hat man überproportionale Gewinne im Vergleich zum Gold- und Silberanstieg. Und man kann eben schlicht und einfach mehr Gold und Silber kaufen oder anderes. Man könnte auch generell ableiten, also man muss jetzt die Inflationsdynamik spielen. Und wenn diese Inflationsdynamik sozusagen gespielt worden ist, dann muss man, sage ich mal, auf die wirtschaftliche Erholung setzen. Von möglicherweise einem sehr, sehr, sehr großen Tief. Aber da liegt ja eben gerade für Aktieninvestment dann wieder eine große Chance drin. Also man könnte so verfahren. Wir nehmen 200, $300, also die $50 analog der 1970er Jahre, investieren es in verschiedene Goldaktien. Einige steigen vielleicht ziemlich gut und einige so im Mittelfeld. Vielleicht fallen noch einige aus. Man könnte aber ableiten, dass jede $200 investiert vielleicht bei einer jetzt Goldaktienrallye um das 25-fache steigt, was dann zum Beispiel die Möglichkeit versetzt, zum Beispiel mehr Gold und Silber zu kaufen. Aber Gold und Silber hat dann noch nicht seinen Höhepunkt erreicht. Das ist dann vielleicht bei $2.400, Silber irgendwie über 45. Wer weiß. Das hat dann noch weiteres Potenzial, weil die Experten wie Mike Maloney und Neger van Grets haben ja ausgerechnet, dass Gold den Maximalwert von 8.000 Kaufkraft, heutiger Kaufkraft, eines Tages haben wird. Silber 300. Und das ist mit diesem Faktor 4 charakterisiert. Dass das physische Elemental, weil man es noch nicht zu Höchstpreisen kaufen muss, kann sich noch viermal im Wert steigern. Aber dann ist die Fahnenstange erreicht, dann werden die Werte irgendwie implodieren. Es wird dann irgendeine ökonomische Gesundung kommen, ob die mit Währungsreform einhergeht oder Gold und Silber wird als Währung erklärt und solche Geschichten. Das ist dann der Punkt, wo Gold und Silber unattraktiv ist, weil es ist ja klar, es gibt dann sozusagen kein Geld mehr, das in Gold und Silber investieren will, weil die Währung ist ja denn per se mit der Währungsform stabil. Und es wurden ja auch die Geldmengen geschnitten. Also die 100, 200, 300.000, wie vielen ja noch irgendwo rumliegen oder irgendwo investiert sind, in Staatsanleihen etc., werden ja dann geschnitten. Die stehen ja dann nicht mal als Treibstoff für höhere Gold- und Silberpreise zur Verfügung. Also mit der Währungsreform, mit dem Cut
nimmt dann die Attraktivität der Krisenvehikel wie Gold und Silber und Goldaktien natürlich enorm ab. Und das beendet dann sozusagen den Gold- und Silberaktienboom. Und davor müssen wir eigentlich raus aus dem Finanzsystem und vielleicht mittels Goldaktien haben wir dann mehr Gold und Silber generiert und dann schauen wir das ein, wann diese Extrempunkte dann kommen, wo man besonders gute Assets dann kaufen kann. Da muss man dann, sage ich mal, wie so ein Felsenfisch darauf warten, bis da die Gelegenheit dann kommt sozusagen. Also äh, ich nehme an, einige gute Standardaktien werden überleben, auch einige gute Fonds, vielleicht auch Einkommen produzierende Firmen, Häuser etc. Das würde dann nach diesem Inflationsexzess vielleicht schematisch einen 50-fachen Wertzuwachs dann nach diesem Inflationsexzess bedeuten. Das heißt also, aus jede 200 Dollar kann man dann mit der Multiplikation aus diesen Ereignissen langfristig 1 Million Kaufkraft generieren. Ist einfach diesen Verzerrungen entschuldigt. Die meisten investieren selbstverständlich konventionell, aber wenn diese Verzerrungen sich verladen, wird eben das konservative Investment ad absurdum geführt. Das ist einfach eine Realität. Deswegen würde ich einfach wirklich empfehlen, mich mit den verschiedenen Möglichkeiten, was in der Zukunft passieren wird, zu beschäftigen. Vielleicht welche Goldaktien steigen, in was für Metalle gehe ich, wie gehe ich da rein oder mit welcher Menge und wann reinvestiere ich. Und wenn ich reinvestiere ich, was will ich haben? Also hier zum Beispiel würde einem sagen, Top-Standardaktien, zum Beispiel eine Bayersdorf ökonomischen Tiefpunkt kaufen oder vielleicht auch eine Siemens. Das muss man sehen, weil das Aktiengeschäft will dann erstmal keiner ansehen, weil die Leute viel verloren haben, das riesige Pleitewelle geht, da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen. Also was jetzt noch gerade gehypt wird. Aber nichtsdestoweniger finde ich, das ist ein relativ stressloser Überlegung, wie man langfristig Vermögen schaffen kann, sozusagen. Man muss sich einfach sehen, von diesen Investitionsketten kann man ja sehr, 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 sehr viele aufsetzen. Und einige funktionieren vielleicht nicht, einige nur gerade so, einige im Mittelfeld, aber einige vielleicht auch super gut. Das Gute ist, wir haben uns gegen alle möglichen risikolastigen Entwicklungen dadurch abgesichert. Dadurch, dass wir einfach viele Ereignisse mit eben vielen Ereignisketten spielen. Ja, 1000-Becke-Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, sortieren, Potenzialfaktor zu berechnen, wenn es möglich ist, Grad des Goldes, Länderrisiko etc. Portfoliovorschlag bei Interesse kann ich Ihnen auch zusammenstellen. Finden Sie mehr Informationen unten im Anhang beim YouTube-Video. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Im Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Ähm, eine Überweisung schon ist eine Zollfreilage in der Schweiz. Genauso leicht ist der Verkauf, sind vergleichsweise sehr günstig zu den Händlern aus meiner Sicht. Sollte man sich auf alle Fälle mal ansehen, wenn man es nicht kennt. Vielleicht Broker in Deutschland benutze ich und bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Ähm, äh, Nämlich FedEx de Giro. Da kann man dann zum Beispiel auch am Toronto Stock Exchange Aktien kaufen. Die Ordergebühren sind eigentlich relativ günstig. Ich meine, es waren 5,90. Swissquote, da kosten die Ordergebühren mehr, aber es ist eben nochmal eine alternative Aufstellung sozusagen in der Schweiz einfach, dass man die nochmal hat. Man kann auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz da den Broker nutzen. Ja, ich bedanke für mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem Algorithmus für diesen Kanal auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.